wieder eine Zeitzone überschritten. Was machst du? Ich gucke den Benzin beim Auslaufen aus dem Schlauch zu. Aber ich tanke nicht, aber Bezahlung tue ich dafür. Ich bin absolut nicht vom Fach, ne? Aber ich glaube, jetzt Gaffer allein reicht jetzt wirklich nicht mehr. Da fällt dir das Zeug aus dem Kofferraum, ey. Absurdes. The wildest tour in the wilderness. Celebrating USA's semi-quincentennial. Folks, you all have fun with the new vlog. Schönen guten Morgen zusammen. Ich sitze hier noch vor unserer Unterkunft der vergangenen Nacht. Und im letzten Video habt ihr gesehen, dass es auch hier im Dunkeln noch mal richtig crazy aussah. Jetzt ist die Sonne aufgegangen. Man konnte gestern Abend wirklich so unfassbar viele Sterne sehen. Und man konnte sogar mit bloßem Auge die Milchstraße erkennen. Das ist krass. Aber wir sind auch sehr weit rausgefahren, wo sehr, sehr lange nichts mehr war. Wir sind wirklich sowas von raus aus allem. Es ist so ruhig, total crazy. Und Uschi hat es gestern gesagt, unser erstes Airbnb finde ich halt so, wenn du hier wohnst, das ist dein Haus und das ist, weiß ich nicht, von deinen Kindern dann demnächst oder zwischendurch oder nur fürs Wochenende, was auch immer. Und du vermietest es dann, finde ich das sehr cool. Aber wenn das so industriell wird und Leute Wohnungen kaufen in Ballungszentren und da die Leute verdrängen, die da normal leben und das dann wie Hotelzimmer businessmäßig vermieten, finde ich Airbnb halt schwierig. Aber das ist, glaube ich, auch ein anderes Thema. Aber trotzdem mal erwähnt, warum wir das bisher auch noch nie gemacht haben. Und ja, wir sind jetzt dabei, uns fertig zu machen, aufzustehen. Haben natürlich wieder viel Fahrerei vor uns. Wir sind ja in einer Region, die nicht so dicht besiedelt ist, wo nicht so viel auf einem Haufen ist. Das ist ja the wildest tour in the wilderness. Und es kommt auch noch große Achterbahn. Es kommt aber auch noch Sightseeing und es kommt noch vieles anderes. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal versprechen. Bisschen schade, dass man jetzt hier weg muss, aber es muss ja auch weitergehen. Das ist der Weg von und zu unserer Unterkunft. Und das ist die Warnung, wenn man hier reinfährt. Digga. Naja, wir haben es überlebt. Da ist ein Lokflumenboot. Ja, schon was. Danke, Margretz. Ach so, ja, hier ist ja auch geflutet sonst immer, ne? Jo.
Peoples, überall ist ja nix, aber du kannst hier Auto laden. Das ist cool, das ist krass. Ganz kurz zum Dollar Tree gefahren. Wir brauchen Eis. Das gibt es natürlich jetzt nicht in so einem Airbnb. Wir hoffen, die haben was. Das ist jetzt hier 10 Minuten entfernt von der Unterkunft. Ein Supermarkt. Ein kleiner. Und der im Gegensatz zu mir lesen kann, hat natürlich schon gemerkt, dass es Dollar General ist und nicht Dollar Tree. Leute, wir entdecken immer noch mehr neue Farben von unserer Kühlbox. Das ist ja der Wahnsinn. Nee, die kosten hier nichts. Aber cool. So, Achtung, Railroad Crossing. Der Dollar General hat keine Eiswürfel. Und auf die Frage, weil wir dachten, wir finden die nicht, ob die welche haben, sagt er, nee, aber wenn ihr hier rausfahrt, dann fahrt ihr rechts runter, dann fahrt ihr bis zu dem Campingplatz, dann fahrt ihr auf den Campingplatz und die haben da, das habe ich schon gar nicht mehr verstanden, was er da weggenuschelt hat, aber da gibt es Eiswürfel. Nee, dann passt schon. Nehmen wir die nächste Tankstelle. Die nächste Tankstelle könnte auch noch ein bisschen dauern. Genau, die Getränke sind noch kalt. Wir haben uns auch noch was Kaltes auf der Hand mitgenommen und sind jetzt gerade an einem großen Haufen Sand, also ganz viele große Sandhaufen vorbeigekommen, die jetzt nicht diese Berge sind, die man überall hier sieht. Und da fahren auch riesige Trucks drin rum. Es war aber auch ein bisschen so, ja, krass, was ist das? Und Observation Point verpasst, weil der einfach nur ein Mini-Loch im Zaun ist. Und dann waren wir jetzt für tolle Aufnahmen schon quasi zu weit. Aber erwähnt soll es trotzdem sein, das ist eine riesige Kupfermine. Das ist ja mal crazy, das so zu sehen. Also ich weiß nicht, ob die für eine Kupfermine riesig ist, aber es ist auf jeden Fall eine Kupfermine. Ja. Und wir haben übrigens, das haben wir noch gar nicht erzählt, von der Unterkunft bis zum ersten Stopp heute. Heute gibt es 2 Stops. Haben wir 4 Stunden Fahrzeit. Und danach haben wir eine 4 Stunden Fahrzeit. Und trotzdem haben wir 2 Stopps eingeplant. Weil der zweite Stopp macht auch erst abends auf. Das ist unser Vorteil. Also ich weiß nicht, wie weit das ein Vorteil ist, aber damit können wir dann ganz gut handeln und übernachten da und fahren nicht nochmal 4 Stunden. Das haben wir gestern gemeinsam dann ausgearbeitet. Aber wenn sich einer fragt, seid ihr doof, warum habt ihr Kapuzen auf? Wir fahren mit offenen Fenstern, die sind jetzt gerade nur zu, damit wir mit euch reden können. Und es ist sehr kühl, aber es ist halt auch total geil, mit offenen Fenstern zu fahren. Das machen wir jetzt weiter. Krass auch wieder, wie weit du hier guckst. Und also landschaftlich wieder auch so ganz anders und trotzdem irgendwie vertraut, weil man jetzt schon so viel irgendwie mal durch hat. Also Wahnsinn. Immer noch sehr, sehr beeindruckend. Das ist das Coole an Roadtrips. Du siehst verrückte Sachen, du siehst krasse Landschaften, du siehst coole Geschichten. So. Das ist schon nice. Genau das wollte ich bei dem anderen auch haben. Ich habe mir noch einen Snickers geholt und einen Labello. Ach, deswegen hat das so lange gedauert. Nee, weil ich anstellen musste. Ach, nicht weil die mit 1000 Leuten das Hundefutter verladen haben oder weil die auf einmal 1 Million Menschen rauskommen. Ist so ein kleiner gemacht, gell? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schlecht eine Plastiktüte aufkriegt. Ein Klumpen. Oh nein, das ist jetzt echt eine Dose kaputt gegangen. Ja, hast du gut gemacht. Ey, I was sitting telling
the same for you. And I had you there to hold me. It was good enough for them, 'cause I was lonely. And I was the only one. Yes, I was the only one. And it was easy for me. It was even easier for you. But you were all I could see. And I was just something for you to do. I was stuck inside your city. 4 days was all it took, and you were over me. So I'll be leaving. That's all it took, and you were over me. So don't tell me you don't need me. You could kill me dead or murder me entirely. And that would not bother me. Believe me when I say that would not bother me. Also, ja. Hier ist, sonst, hier ist ja eh sonst Schnee. Ist das witzig? Ja klar, also... Irgendwo hier müssen. Jo Leute, wir sind jetzt 4 Stunden gefahren, 3 Stunden später angekommen, wieder eine Zeitzone überschritten und sind jetzt beim, warte, ich hab's doch gerade noch auf dem Schirm gehabt, Sunrise Park Resort, und hier steht ein Alpine Coaster von Wiegand. Ohne Wiegand wäre hier niemand, boah, gerade erstmal genießt. Hier gibt es auch Sessellifte, Mountainbike-Strecken, verschiedenste Aktivitäten und ja, wir wollen natürlich den Alpine Coaster fahren und das ist halt auf weiter Flure nichts anderes, was man hier hätte machen können und liegt quasi auf dem Weg. Sind halt, wie gesagt, hier in diesen Regionen sehr lange Strecken, die man zurücklegt, aber dafür sieht man einiges. Und wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal Gas gegeben, bevor der große Regen kommt. Also es ist auf jeden Fall ziemlich düster über uns stellenweise. Aber auch bei nasser Strecke fährt er, aber dann wird er wahrscheinlich wirklich nur noch eiern. Und der ist noch relativ günstig mit 19,50 $, glaube ich, ne? 19,50 $ für eine Fahrt und eine Person. Aber heute ist hier Angebot, 2 Fahrten kaufen, 3 kriegst du. Und wenn es das super gefällt, dann können wir ja noch mal eine dazu buchen, dann können wir beide zweimal fahren. Bla. Also so gut kann der gar nicht sein. Genau. Auch ein Grund, warum wir viele Alpine Coaster, die jetzt in Arizona noch kommen, zum Beispiel nicht machen. Weil da war einer, da wärst du bei $100, hast du gesagt, ja, mit Sesselbahn und Sessellift und allem. Kriegt man in Österreich auch hin, weiß ich, aber muss ja nicht sein. Und ja, wir machen es jetzt mal. Ist ein neuer Gen 2. Schauen wir mal.
So, wir sind jetzt Sunrise Apache Alpine Coaster Arizona gefahren. Mitarbeiter hier auch alles Apachen, also augenscheinlich, ne? Und auch akzenttechnisch. Ja, cool. Gen 2 bremst halt hier und da ein bisschen viel mit, aber coole Länge. 2024 eröffnet und wir konnten auch durchfahren. Also wir hatten das Glück, es ist immer so gruppenweise, werden dir nochmal die Regeln erklärt. Und wir waren dann Position 1 für neue Regeln erklären, so dass die vorher rausgefahren sind, ein bisschen mehr Abstand schon automatisch haben. Sonst wäre es, glaube ich, nicht so witzig gewesen. Und ja, cool gemacht zu haben, jetzt hier irgendwo in Arizona. Also Arizona ist für mich nicht so grün, so kalt, so waldig, aber ich glaube, das ändert sich auch noch ein bisschen. Hier sind die Leute alle am Campen in der Gegend. Sieht total crazy aus, spannende Strecke und genau dafür macht man das, um mal was anderes zu sehen. Und ich glaube, das hier ist schon cool, das mal gesehen zu haben. Und ja, aus so einer Alpine Coaster würde mich jetzt auch nichts hintreiben, ne? Oder Wiegand wäre hier niemand. Das sieht auch aus wie eine große Truck-Ausstellung, aber das sind einfach nur die Fahrzeuge, mit denen die Leute hier sind. Praktischerweise, was ist das da für eine Goldwäscher-Geschichte, diese Rinne da? Praktischerweise, weil es so schön war, fahren wir jetzt nochmal 4 Stunden Auto. Juhu! Es ist halt, die Strecken sind unfassbar, ne? Also es ist einfach unglaublich weit auseinander alles. Und ja, wenn man sich jetzt überlegt, dass vom Alpine Coaster hier bis zur nächstgelegenen Achterbahn 4 Stunden sind, schon krass. It was easy for me. It was even easier for you. Klar ist das die Straße. Ja, ja, Pappstrohhalme retten die Welt. Was machst du? Ich gucke dem Benzin beim Auslaufen aus dem Schlauch zu. Aber ich tanke nicht, aber bezahle tue ich dafür. So, Peebles, wir haben ja den Alpine gemacht und 3 Meter davon weg ist hier eine Tankstelle im Nirgendwo. Und dann habe ich gedacht, komm, wenn wir mal so ein bisschen eine stylische Tankstelle haben und weil wir nur noch halb voll sind, ich weiß nicht, was noch passiert, machen wir einfach mal ein bisschen danke. Das funktioniert nicht so gut. Das System wird gerade noch mal neu gestartet, weil bis jetzt noch nichts rausgekommen ist, außer das, was aus dem Schlauch tropft. Und die Mitarbeiterin ist hier rein und raus am Rennen. Und die resetten das ganze System jetzt. Es bimmelt und piept und ich weiß nicht, was sie tun. Es wäre cool, wenn die fertig wird, bevor es gewittert. Und was wir noch gar nicht gesagt haben, wir sind hier im Apache Reservoir auch. Das ist hier ein Reservoir, wo wir unterwegs sind. Ich finde es gut, dass die jetzt im Tankbusiness sind, aber Feuerwasser und Tomahawks konnten die offensichtlich besser. Casinos. Und Casinos. Danke. Danke für den noch viel rassistischeren Beitrag. An sich sieht das ja echt witzig aus, hier zu tanken. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Wir wollten jetzt gerade, Bro hat ja gerade noch an der Tankstelle was erzählt. Wir wollten ja jetzt gerade tanken und hatten da ein paar Probleme. Das kam ja einfach kein Benzin, außer das, was da irgendwie aus dem Schlauch rauslief. Ja, die Mitarbeiterinnen haben sich da bemüht auf jeden Fall und das System von der Zapfsäule immer wieder zurückgesetzt, um irgendeinen Erfolg zu erzielen. Das ist aber nicht passiert. Man muss da ja vorher bezahlen. Das heißt, ich habe schon $50 bezahlt, konnte dann aber nicht tanken. Das hat bestimmt, wie lange standen wir da? Ich weiß nicht, 10 Minuten oder so.
Und am Ende kam halt dabei raus, dass irgendein Problem ist und dass die jetzt irgendwelche Mechaniker anrufen müssen, die sich darum kümmern. Und bis dahin können die halt keinen Sprit ausgeben. Und die kümmern sich jetzt darum, dass ich dann eine Rückerstattung bekomme. Und ja, dann tut es denen leid. Das ist auch irgendwie geil. Ich meine, bei uns war es jetzt noch nicht so nötig. Wir haben uns ja schon auf der Rocky Mountain Tour diese Regel eingeeignet. Wenn der halb leer ist, der Tank, dann tanken wir, damit wir immer irgendwie genug Puffer haben, weil man halt nie weiß, wo man landet. Und wenn sowas dann passiert und du bist jetzt zum Beispiel kurz vor leer, dann hast du halt ein Riesenproblem. Dann musst du gucken, ob du hier Internet hast, um zu gucken, ob hier irgendwo anders noch eine Tankstelle ist, die Sinn macht, die du noch schaffst. Ansonsten musst du halt warten, bis es da repariert wird. Das ist halt auch nicht so toll dann. Hat aber alles hoffentlich gut geklappt. Also ich habe so ein Receipt bekommen, wo halt draufsteht, dass es refunded wird, wieder zurück auf die Kreditkarte. Das funktioniert normalerweise auch. Die haben da ja ohne Probleme irgendwelche Mechanismen dafür. In Deutschland ist das ja fast unmöglich, jemandem etwas auf die Karte wieder zurückzubezahlen, habe ich das Gefühl manchmal. Aber ja, ich hätte jetzt auch Bargeld genommen, aber das dürfen sie wahrscheinlich nicht. Und jetzt fahren wir weiter mit einem halbvollen Tank und es sind immer noch 4 Stunden, logischerweise. Kriegst du die Frau mal dazu, dass die was erzählt und lässt dann immer alles weg. Also erstmal haben wir uns diese Regel auf der Rocky Mountain Tour selber gemacht. Bei solchen Strecken im Nirgendwo, wo weit und breit nichts ist. Wir machen jetzt nicht in Orlando bei einem halbvollen Tankstellen den Tank wieder voll. Oder wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, an der Ostküste unterwegs bin, wo das normale Leben tobt. So, das ist schon mal wichtig. Dann wird das Beispiel genannt, ja, stell dir mal vor, du bist jetzt darauf angewiesen, das wäre ja doof. Das Beispiel stand nämlich hinter uns. Da war nämlich ein Dude, der braucht dringend Sprit und stand da jetzt und steht da jetzt immer noch und muss jetzt warten. Direkt das Praxisbeispiel stand mit bei uns an der Tankstelle. Danach kam noch ein Dude vorbei, der keine Zähne mehr hatte, der über das Wetter geflasht hat und sich wundert und das Wetter total crazy ist heute. Und die ersten Blitze sind unterwegs, die ersten Tropfen sind gefallen. Also haben wir hier wirklich eine Punktlandung hingelegt und bin gespannt, was da jetzt auf uns zukommt, weil wir hatten das ja gestern schon, dass da Weltuntergang war. Warum wird da vorne auf dem Standstreifen gefahren? Alles eine Überholspur. Ja, habe ich jetzt auch das Schild dazu gesehen, aber das sieht nicht mehr aus wie eine Straße. Aber spannend. Spannend, was hier abgeht, wie es hier aussieht und ihr seid teilweise irgendwie dabei. Juhu! Ohne Momentbläse. Ich bin absolut nicht vom Fach, ne? Aber ich glaube, jetzt Gaffer allein reicht jetzt wirklich nicht mehr. Da fällt dir das Zeug aus dem Kofferraum. So he can't mind his own. I'm blessed like that, 'cause I feel good in my skin. I don't need a man to tell me I'm the shit. Thank God that it's over, 'cause all I need to be is my kind of woman. My kind of woman. Friday night, center of the crowd, I'm forgetting how he did me wrong. I'm shooting jack with my ladies, flirting with strangers, baby, I'm on fire now. So, wir sind jetzt, kommen langsam unserem nächsten Ziel näher. Die 4 Stunden neigen sich dem Ende zu. Also wir haben schon richtig krasse Landschaften jetzt gesehen. Und auf einmal kam dann so ein Landschaftswechsel zu, so habe ich mir Arizona vorgestellt. Dann gab es diese riesigen, berühmten Kakteen, die überall stehen, wie bei uns ein Laubbaum oder eine Tanne am Straßenrand, auf den Bergen, überall. Voll cool. Diese Felsen wurden langsam so rot, wie man das kennt von hier. Und super riesige Kieselsteine, wie der Bronze.
gemacht hat, die einfach irgendwie aufgehäuft Berge ergeben. Richtig verrückt. Ich hatte jetzt so aufgehäufte Dinge ergeben Berg. Wow. Erkenntnis. Sehr gerne. Und ich habe jetzt noch mal rausgesucht, was es hier so zu Phoenix zu erzählen gibt, wo wir uns jetzt gleich befinden werden. Die Hauptstadt von Arizona, dem Bundesstaat, in dem wir gerade sind. Das ist übrigens die größte Hauptstadt eines US-Bundesstaates in der USA. Also es gibt ja verschiedene Hauptstädte der verschiedenen Bundesstaaten und Phoenix ist die größte mit 1,7 Millionen Einwohnern. Die Stadt liegt mitten in der Sonora-Wüste. Also eigentlich würde man denken, das ist Territorium, in dem man gar nicht wohnen kann, weil im Sommer wird es ja auch bis zu 50 Grad. Das ist nicht ungewöhnlich. Celsius natürlich. Und wollte ich jetzt noch sagen, genau 300 Sonnentage hat Arizona im Durchschnitt im Jahr. Ja, wäre jetzt, Phoenix, danke. Nicht Arizona. Wäre jetzt nichts für uns, also muss ich nicht haben. Das Wahrzeichen der Stadt ist, wie könnte es anders sein, ein Berg, der Camelback Mountain. Ich sag mal so, braucht man Fantasie für. Wir haben schon mehrere Mountains zur Auswahl gehabt, als wir hier in die Stadt gefahren sind und haben uns eigentlich bewusst für einen anderen entschieden. Es war aber dann doch einer, der überhaupt gar nicht danach aussah. Vielleicht war das auch der Blickwinkel, wir sind ja jetzt nur von einer Seite dran vorbeigefahren. Aber auch auf den Fotos, muss ich sagen, habe ich es jetzt irgendwie nicht gesehen, dass das aussieht wie ein Kamel, was so liegt oder ein Rücken eines Kamels oder so. Ja. Wir brauchen jetzt noch 15 Minuten zum Hotel. Wir haben uns jetzt entschieden, zuerst zum Hotel zu fahren und dann erst zu dem Freizeitpark, in dem wir einen Abstand gezogen. Das war nicht deine Lücke. Bevor wir in den Freizeitpark fahren, weil wir haben noch ein bisschen Zeit, bis der aufmacht. Wie Bro ja vorhin schon erzählt hat, macht er erst später auf, also ist um 17 Uhr und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und deswegen... Ja, weil wir eine Stunde mehr haben. Ja, weil ich... Zeitzone. Ja, aber da kann ich nichts für, habe ich dir schon mal gesagt. Genau, fahren wir jetzt erstmal hin, dann checken wir ein und können wir alles schon mal da loswerden und die administrativen Sachen erledigen. Ne? Dann melden wir uns gleich nochmal. Auf meiner gemütlichen Couch. Ich habe mir noch was anderes vorgestellt. Ich finde das Zimmer, also wir sind angekommen in Phoenix, Arizona. Ich finde das Zimmer sehr steril, sehr leblos. Das hier ist halt wirklich wack. Aus welchem Jahrhundert ist dieses Telefon? Das haben sie gebaut, bevor Telefonie erfunden wurde. Und das ist aber alles komplett in Ordnung. Wir haben das Days Inn genommen, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir halt sehr spät hier ankommen. Sind jetzt auch nur früher hier, weil wir schon einchecken können. Wir fahren ja gleich nochmal weg in den Park. Und dann wichtig noch zu wissen, wir packen ja ganz viele Tipps und, weiß ich nicht, Wissenswertes mit in diese Videos rein. Die erste Etage in den USA ist bei uns das Erdgeschoss. Uschi ist zum ersten Mal dabei, die war auch gerade überrascht und dachte, wir müssen nach oben, aber First Floor ist ebenerdig unten, erste Etage und nicht oben, das wäre 2. Also ist nicht E1, 2, 3, sondern 1, 2, 3, 4. Das als kleines Beispiel mal dazu noch. Ja, ansonsten Standard Motelzimmer, komplett 115 mit dem. Es ist auch eigentlich Standard, dass das Waschbecken draußen ist. Wenn es mal mit im Klo-Duschbereich ist, dann ist das was Außergewöhnliches. Direkt bei der Einfahrt in das Days Inn. Es gibt ja immer, das ist schon ziemlich cool, diese Dächer über den Rezeptionen. Du hältst dann da an, checkst ein und dann fährst du weiter. Musst du nicht durch den Regen, bis du dann zu deinem Zimmer musst. Und da ist der Pool direkt daneben und da waren sie wieder gerade alle drin in Klamotten, weil die springen einfach mit Klamotten ins Wasser. Und selbst mit Socken. Und wir reden von
normalen Socken, Strümpfen, weiß ich nicht, wie nennt es, wie ihr wollt, das was jetzt, ich ziehe die Schuhe aus und so wie ich jetzt bin, würde ich da reingehen. Und das machen die. Und die kommen aber schon ohne Schuhe und laufen über den kompletten Parkplatz in Strümpfen und gehen so dann in den Pool. So viel Chlor kannst du da gar nicht reinschütten, dass das irgendwie wieder machbar wird. Also es ist wirklich eine Kultur hier. Selbst Lifeguards in Wasserparks stehen dann im Lifeguard-Outfit mit Badeschlappen in Tennissocken im Wasser. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, das ist ja nicht nur unhygienisch, sieht nicht nur bescheuert aus, das muss sich doch auch total fies anfühlen. Vielleicht fühlt man sonst nichts mehr. Übrigens, so ein Dreierbild, die hängt man mit ein bisschen Abstand auseinander auf. Also ich würde das so machen. Ich weiß nicht, ob das der Camelback Mountain sein soll oder ob das der Staub ist schon da fest drin. Wir sind angekommen bei Castles and Coasters und das ist der Park, den wir jetzt hier in Phoenix, Arizona besuchen. Hier gibt es einen riesigen Golfplatz, den könnte man auch machen, kostet eine Runde Minigolf spielen, Minigolfplatz, kostet $15. Es gibt aber ein Angebot für $5 mehr auf den Tageseintritt hier mit dem Wristband, kriegst du eine Runde Minigolf und eine Stunde in Arcade Hall noch on top. Und kannst eine Stunde in Arcade rumballern. Jetzt fährt die Achterbahn tatsächlich, aber ich weiß nicht, von wo aus man die vielleicht noch sieht, weil wir sind für 2 Achterbahnen hier, die eine sehr komische Inversion hat. Das wundert uns nicht. Wir haben vorgestern haben wir das schon gesehen, die Firma Hopkins, kennt man eher von Wasserbahnen, haben Achterbahn gebaut. Hier stehen 2 Anlagen von Hopkins, die dementsprechend kurios sind, die gucken wir uns gleich an. Es gibt aber ein großes Problem hier und zwar kann man nicht einfach in den Park, sondern man muss erstmal einen Waiver ausfüllen, also alle deine Daten und so einen Haftungsausschluss, Verzichtserklärung. So, Vorsicht, da sind Menschen. Ich weiß nicht, wo die hinwollen, weil da geht es gar nicht weiter. Desert Storm ist das, was wir als erstes machen, aber dieser Haftungsausschuss, dass du den erstmal ausfüllen musst, das kenne ich in den USA sonst nur von Alpine Coastern. Ja, jetzt ist das hier in einem Freizeitpark. Ist diese Kartbahn eigentlich auch inkludiert? Minigolf machen wir übrigens jetzt nicht, sieht zwar ganz interessant aus, aber wir haben 110 Grad Fahrenheit. Und das ist nicht so einladend, um jetzt hier irgendwie draußen was zu machen. Geht das jetzt doch da lang? Ich glaube schon. Aber da. Das ist ganz komisch, ja. Was ist auch mit der Stütze falsch? Dass die hier, guck mal, wie die hier angeflanscht ist. Was ist das denn für ein Blödsinn? Ja, danke, Firma Hopkins. Ja, hier geht's lang. Ja? The Storm. Okay. It's packed, the Storm. Ja, der Zug sieht schon funky aus. Gut.
das denn? Uschi fand's gut? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ach, wie der dich da in den Loop reinprügelt. Hopkins, was ist mit euch? Also so bekloppt das aussieht, so bekloppt fährt das auch meiner Meinung nach. Es ist mal wieder eine Regel, die hier eingehalten werden muss. Das macht mich wahnsinnig. Wir fahren nur mit 10 Leuten. Die haben wir jetzt auch relativ schnell zusammengekriegt. Also es war sogar 9 in Ordnung. Oder der hat sich verzählt. Weiß ich nicht, warum man immer so Regeln aufstellt. Ich weiß nicht, wie das bei dem anderen Coaster ist. Der ist nämlich da hinten. Sind die schon ready oder sind glaube ich nicht genug, ne? Ja, weil dann gehen wir jetzt mal zu dem anderen. Sonst hätte ich ja noch einen Offroad mitgenommen, aber es ist jetzt auch nicht so spannend. Guck mal, hier hast du auch, überall sind die Stützen. Das ist total verrückt, ey. Auch beim Fahren, du fährst ja überall so eng dran vorbei. Auch irgendwie halb durch den Lokflum und alles. Das ist ja wirklich, wirklich, wirklich außergewöhnlich. Dann gehen wir mal da ganz nach hinten, das habe ich jetzt gerade vom Lift aus gesehen. Es ist immer gut, wenn man mit der großen Bahn anfangen kann. Dann kannst du gucken, wo muss ich denn noch hin. Gestern haben wir ja auch... Alarm. Gestern haben wir ja auch sehr lange, das ist nicht lange, aber erstmal nach dem SBF Visa Compact Spinning Coaster gesucht. Und jetzt gehen wir zu einer etwas kleineren Bahn, die ebenfalls von Hopkins ist. Ich bin gespannt. Und danach reden wir mal über alles andere, was hier ist. Es sind noch nicht so viele Castles. Was ist das denn? Patriot ist nicht die letzte Bahn mit diesem Namen auf dieser Tour, aber von Hopkins dieser Family Coaster mit so einem T-Bügel jetzt. Wir hatten ja gerade so einen normalen Schoßbügel, jetzt haben wir einen T-Bügel, beides ohne Gurt übrigens. Und das sieht erstmal ziemlich harmlos aus. Da siehst du, dass überall die Räder scheinbar in den Radkästen schleifen. Das Ding ist ganz schön wild, ein bisschen ruppig, aber es ist echt okay fahrbar und ist ganz witzig. Fährt 2 Runden und es gibt hier eine Wendeltreppe erstmal hoch, dann über den Steg wieder runter und dann in die Station rein. Und ja, coole Bahn. Steht hier so ganz am Rand. War jetzt witzig. Das andere war sehr kurios, das war jetzt witzig. Wenn ihr hier unterwegs seid, könnt ihr natürlich noch das eine oder andere machen, wie zum Beispiel Magic Carpet. Da ist eine Palme gerade vor. Diese Palmen immer. Aber wer denkt, das ist jetzt irgendwie ein fliegender Teppich? Nein, Muck Rides, Berg- und Talbahn haben wir wieder eine hier. Das hat sich durchgesetzt. Autoscooter, Schiffsschaukel, Drop Tower, der hier Skydiver heißt. Die Schiffsschaukel heißt natürlich Sea Dragon. Und der Autoscooter heißt natürlich Ramdrotz. Das steht da. Ja, hier Sea Dragon. Lokflum gibt es auch. Der ist auch ziemlich cool eingebettet. Da kommen wir, glaube ich, auch jetzt gleich mal dran vorbei an der Szenerie.
Auch wieder ein Park, der direkt am Interstate liegt. Das ist auch immer witzig. Sehr kompakt. Auf der anderen Straßenseite ist irgendwie der Walmart. Aber das ist hier, guck mal, das ist ja alles vom Flume. Der hat eine große und eine kleine Abfahrt. Und das hier ist alles die Szenerie davon. Komplett die Rinne da mit Kunstfelsen. Die Bartscheskämpfe hier verstehe ich jetzt nicht. Da kommen sie gerade, ein Piratenschiff-Wrack. Und habe ich das nicht gerade eben gesehen, dass da auch so voll die Häuserfassaden sind? Oder habe ich das falsch gesehen? Der Brunnen ist echt schön. Sieht auch alles ein bisschen hier aus wie in einem Schwimmbad, oder? Mit den ganzen kleinen Fliesen hier auf den... das habe ich doch... Wassereffekte. Aber wir sind ja hier lang gegangen, das habe ich doch gesehen. Ich bin ja nicht gaga. Also schon. Pferdekarussell, Kiddie Drop Tower, mehrere kleine Karussells. Ja, da unterm Lift. Aber guck mal, wenn du hier anstehst, dann kommen die auch an dir vorbeigesaust. Das ist ja mal voll witzig. So, ja. Ja, das ist irgendwie Funhouse, Haunted House, ich weiß es nicht. Ich frage mich auch gerade, ob die noch mal fahren, weil man hier ziemlich cool auf beide... Also das eine ist ja ein Loop und das andere nicht so ganz. Der ist so ein bisschen auseinandergezogen, aber der andere ist auch komisch. Hopkins, ey. Auch wie das gebaut ist, das ist so Quatsch. Alles Quatsch. Ja, starke Gestaltung, schön, gepflegt. Und das für $30 Eintritt. Das ist echt, vor allem für die USA ist das richtig okay. Und dann der super Deal mit den 35. Genau, und mit den 35 dann für eine Stunde Arcade und eine Runde Minigolf ist halt super gut. Aber das wäre echt jetzt auch super übel. Und ich habe auch irgendwie langsam super Hunger. Ja. Fahren sie? Weiß man nicht. Because he's a loser. Yeah. Yes. All right. Boom. I wasn't his kind of a woman. Didn't fit into his mold, but I don't need his approval. So he can't mind his own. I'm blessed like that, 'cause I feel good in my skin. I don't need a man to tell me I'm the shit. Thank God that it's over. 'Cause all I need to be is my kind of a woman. 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 Das haben wir nicht geahnt. Hier oben in der Arcade, da muss aber auch wirklich eine Etage hochgehen, gibt es ganz viele Flipper. Hätten wir das gewusst, hätten wir da das Stündchen auf jeden Fall gemacht. Und allein dafür hätten sich die $5 schon gelohnt. Aber wirklich hier von Turtles über Mandalorian bis Deadpool und Godzilla, Jurassic Park, alles mit dabei. Das ist ziemlich cool. Und was ich noch mal gesagt haben möchte, ist, 110 Grad ist ja das eine. Normalerweise hast du im Sommer in Arizona eine Luftfeuchtigkeit von 20%. Dann ist das echt auch erträglich im Rahmen des Erträglichseins von 110 Grad Fahrenheit. Aber wir haben heute 60% Luftfeuchtigkeit und du siehst auch alle anderen, die hier rumlaufen, die Locals sind, kacken auch ein bisschen ab und finden es auch ein bisschen sehr warm. Ja, dann sind wir eigentlich durch mit Castles and Coasters. Kleiner süßer Park, faire Konditionen und du bezahlst hier für den Eintritt für 2 Achterbahnen und für alles andere, was du hier machen kannst, weniger als für den einen oder anderen Alpine Coaster hier in der Region. Die werden wir deswegen auch nicht besuchen, weil das wirklich absurd ist.
Und wichtig, das habe ich gestern nicht erzählt, das habe ich beim Alpine nicht erzählt und das habe ich hier noch nicht erzählt. Free Parking. Das ist sehr, sehr gut. Da werden wir auch noch andere Preisschilder auf dieser Tour euch zeigen. Das ist garantiert. Freunde der Sonne, wir sind aus dem Park raus und 3 Meter weiter, das läuft man nicht, das fährt man, aber es war wirklich direkt ums Eck, sind wir jetzt zum Longhorn Steakhouse gegangen. Auch das ist natürlich Systemgastronomie, aber ein bisschen mehr Restaurant. Vielleicht auch da spannend, Restaurants sind in den USA anders, als ihr das bei uns kennt. Und es ist nicht das für immer ewig zusammensitzende Geselligsein, sondern es wird gegessen und wenn aufgegessen ist und du nicht mehr bestellst und nicht mehr isst, dann gehst du. Du kannst eventuell, wenn es das gibt, noch an der Bar einen Drink nehmen, aber dann weg, Platz machen. Der Tisch wird gebraucht, auch wenn der Tisch leer ist. Es gibt unfassbar viel Servicepersonal, die haben aber nur ganz wenige Tische, weil die ganze Zeit für dich da sind und kommen, stellen sich mit ihrem Namen vor und das Ding ist halt viel Servicepersonal lebt halt auch vom Trinkgeld. Trinkgeld ist in den USA auch noch ein großes Ding, dafür auch immer gut, ein bisschen Bargeld zu haben, mal einen Tipp bei einem Shuttlebusfahrer, Tipping auch im Hotelzimmer, da lässt man dann $1-2 auf dem Nachttisch liegen, wenn man das Zimmer verlässt, für die Zimmermädchen. Und so funktioniert das dann halt jetzt auch hier im Restaurant ein bisschen anders, als man es kennt. Und man bleibt jetzt nicht hier sitzen und macht sich einen schönen Abend. Dafür muss man dann in eine Bar switchen zum Beispiel, um das dann zu machen. Und Uschi hat sich jetzt einen Lachs bestellt und ich habe mir einen New York Strip bestellt. Das seht ihr jetzt in Aufnahmen, das verzehren wir. Und dann fahren wir wieder eine Viertelstunde zum Hotel. Ich sag's jetzt schon mal, nicht, dass ich das nämlich vergesse. Heute ist großes Karten leer ziehen, Backups machen, Sachen speichern und was alles so technisch auch noch dazu gehört, um euch die ganzen Videos überhaupt mitbringen zu können. Das ist auch so ein bisschen etappenweise immer. Normalerweise ist es halt gut, das jeden Tag zu machen, aber wenn die Tage lang sind, da passiert das nicht. Das macht man dann einfach nicht. Aber heute muss das auf jeden Fall mal passieren.